Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Manuela Ito-Leudl von japanischlernen.at. Ich unterrichte Japanisch seit über 11 Jahren, lerne Japanisch seit über 18 Jahren, wohne in Japan und zwar in der Präfektur Fukui mit meinem japanischen Mann und einem zweisprachig aufwachsenden Kind. Ich unterrichte dir die japanische Sprache, im Besonderen die Grammatik, die Vokabeln, die Kanji auf Deutsch und zwar so, dass du sie ganz einfach verstehen kannst und sofort selbst anwenden kannst. Ich selbst bin zu Japanisch gekommen über Computerspiele, aber dann hat sich das Ganze weiterentwickelt über die japanische Kultur, über die japanische Geschichte, das japanische Essen, alles was so rundum, was es in Japan gibt. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, wenn du noch mehr Japanisch mit mir lernen möchtest, dann melde dich an für meinen Newsletter. Das kannst du machen unter www.japanischlernen.at/newsletter. Im Newsletter gibt's übrigens auch immer wieder Angebote und du bekommst die Aufzeichnungen von den Videos inklusive der Mitschrift. Das heißt, du kannst dann auch direkt die ganzen Vokabeln und Dinge nachlesen, die ich da erkläre. Also ein guter Grund, sich anzumelden. Oder wenn du noch kompletter Anfänger bist, melde dich an für meine kostenlose Japanisch-Lern-Challenge, die ungefähr alle 3 Monate stattfindet. Das kannst du machen unter www.japanischlernen.at/starter-japanisch. Ansonsten gibt's mein Buch Japanisch lesen für Anfänger, bald auch Japanisch schreiben für Anfänger und bald auch noch das Buch Japanisch lesen für leicht Fortgeschrittene und Hiragana, Katakana, Lernposter, damit du mit Bildern dir die Zeichen noch einfacher merken kannst. So, und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Die heutige Folge handelt vom Herbst. Also du wirst jetzt diverse Vokabeln und grammatikalische Dinge lernen, die mit dem Herbst zu tun haben. Iyo, Aki ga yatte kimashita. Iyo, endlich, so wie yatto. Aki, der Herbst. Yatte kimashita. Das yatte kommt von yaru, eine nicht ganz so höfliche Form von suru, shimasu, tun. In Verbindung, also die T-Form davon plus kimas, daherkommen. Kimas bedeutet ja kommen und yatte kimas, etwas kommt daher. Yatte kimashita, etwas ist dahergekommen. Ja, also das ist einmal der Aki, also der Herbst. Aber vielleicht weißt du, dass es da auch die sogenannte chinesische Lesung gibt vom Herbst. Und diese ist in dem Fall Shu. Wir brauchen das Wort zum Beispiel oder die Kanji-Lesung bei Shubun no Hi, bei der Herbst, Tag und Nacht gleich. Also Shu, der Herbst, Bun für Teil oder Teilen und Hi, der Tag. Shubun no Hi ist die Herbst, Tag und Nacht gleich. Also dann, wenn Tag und Nacht gleich lange sind. Wenn du Aki hörst, dann denkst du vielleicht auch an den Ortsteil in Tokio, der sich nennt Akihabara. Wobei das Aki eben der Herbst ist, das Ha, das Laub oder das Blatt und Bara kommt von Hara, das Feld, also das Herbstlaubfeld. Ja, da werden wohl wahrscheinlich früher irgendwelche Felder gewesen sein und im Herbst sind da wahrscheinlich schön die Blätter gefallen. Wenn wir schon bei Herbst und Feld sind, was macht man denn so im Herbst? Also nicht ich, aber vielleicht die meisten Bauern, ne? Die werden das Feld pflügen. Für Feld gibt es eben noch andere Wörter, eben nicht nur das Hara, sondern auch das Hatake. Hatake o tagayasu. Tagayasu heißt pflügen. Hatake o tagayasu. Vielleicht ganz kurz zu den Kanji, wenn wir schon dabei sind. Das Kanji für Herbst hat 2 Teile und zwar ein besonderes Zeichen für Baum, also ein zweiästriges Kanji für Baum heißt das eigentlich. Sieht aus wie das normale Kanji für Baum und hat oben noch so einen Katakana no oben drüber. Und rechts ist das Zeichen für Feuer. Was macht man denn so im Herbst? Also was wurde eigentlich gemacht? Die Überreste, zum Beispiel von den Reisfeldern, also abgebrannt, sozusagen, um für das nächste Jahr wieder genug Dünger und Nährstoffe im Boden zu haben. Und ja, man kann auch sagen, dass sich das Herbstlaub ganz rötlich färbt und dadurch wie Feuer aussieht. So kann man sich das Ganze auch merken. Ja, das Feld, das Hatake, hat links auch wieder das Feuer und rechts das Reisfeld, also das Ta. Also ein Feld sozusagen entsteht, wenn man Reisfeld vorher, wenn man es abbrennt sozusagen.
Die Ernte selbst heißt auf Japanisch Shukaku. Shukaku. Und Shukaku suru heißt dann ernten als Verb. Also die Ernte machen, suru von shimasu, tun, machen. Shukaku o suru oder Shukaku o shimasu für die höfliche Variante. Ich möchte jetzt sagen, dass ich den Reis ernte. Reis heißt auf Japanisch Kome, und zwar der ungekochte Reis, also die Reiskörnel noch, die weißen. Kome o shukaku suru. Kome o shukaku suru. Also auch wieder das Shukaku suru wie vorher. Also Vorsicht, Kome ist der ungekochte Reis. Der gekochte Reis heißt Gohan. Die Reispflanze selbst heißt Ine und die Reisähre heißt Inaho. Ja, das führt mich zu einem meiner Lieblingsspiele, Harvest Moon. Auf Japanisch heißt das Ganze Bokujo Monogatari. Bokujo Monogatari. Bokujo ist der Bauernhof und Monogatari ist die Erzählung oder die Legende. So wie bei Densetsu, obwohl Densetsu ist eher Legende, genau. Monogatari ist eine Erzählung. Das Mono ist das Ding, das Gatari ist die japanische Lesung von Go, von zum Beispiel Nihongo. Ja, Kataru, etwas erzählen. Monogatari, eine Erzählung über etwas. Die Weide selbst heißt auf Japanisch Maki. Da ist links das Q-Radikal. Nicht verwechseln mit dem alten chinesischen Zeichen für Pferd. Das sieht so ähnlich aus, aber Ushi sozusagen hat oben noch so da staut noch was raus, beim Pferd nicht. Ja, und das Jo von Bokujo, also das Maki sozusagen ist das Boku, die japanische Lesung, und das Jo hinten dran die chinesische Lesung von Ba wie Basho, Ort. Also der Weideort. Und das Haus sozusagen, also das Bauernhaus, das heißt Nooka. Damit ist aber nicht nur das Haus alleine gemeint, sondern auch der Bauer selbst. Das K steht nämlich für Haus. Nooka. Das No hat mit Feld, mit Anbau, also alles das zu tun. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich bin Bauer, dann will ich sagen, Watashi wa Nooka desu. Watashi wa Nooka desu. Also No, die Landwirtschaft, und K eben, das Haus. Was braucht man noch so? Was ist noch so im Herbst so angesagt? Ja, die Blätter haben wir schon gesagt, das Ha. Aber wenn jetzt mehrere Blätter sind, dann sagt man Happa. Happa. Also H kleines zu Pa. Happa. Das heruntergefallene Laub, das ist Ochiba. Ochiba. Das Ochi kommt von Ochimas, Ochiru, herunterfallen. Und das H wird durch das Ochi vorher zu Ba. Ochiba. Wo ist das H noch drinnen? Konoha. Das Kono, das Ko ist eine Speziallesung von Baum von Ki. Konoha. Also ein Blatt vom Baum. Wie machen denn Blätter? Sie rascheln. Das heißt im Japanischen Sarasara. Sarasara suru. Es rauscht, es raschelt. Sarasara kann man auch für Wasser verwenden, nicht für die Blätter. Gerade wenn irgendetwas trocken ist, also trockene, ausgetrocknete Blätter, dann sagt man eher Kasa Kasa. Das ist das Geräusch von irgendetwas, das trocken ist. Also zum Beispiel auch Haut. Also trockene Haut macht auch Kasa Kasa. Genau, und wenn das Laub raschelt, dann kann man sagen Kasa Kasa naru. Das Naru bedeutet ein Geräusch von sich geben. Meistens für Tiere, aber nicht nur. Das Kanji von Naru hat links den Mund und rechts den Vogel, das Tori. Also das ist sozusagen, wenn ein Vogel einen Mund bzw. einen Schnabel hat, sozusagen, da kommt dann Geräusch raus. Aber eben nicht nur für Vögel, sondern auch für die meisten anderen Tiere und in dem Fall hier auch das trockene Blatt, das raschelt. Ganz besonders bekannt ist in Japan eben das rote Herbstlaub, besonders der japanische Ahorn, weil er eben so schön rot ist. Da gibt es 2 Aussprachen.
Die japanische Lesung, das ist Momiji. Momiji. Oder die chinesische Lesung Koyo. Koyo. Momiji bezieht sich dann eben wirklich im Speziellen auf die also aus diesen japanischen Ahorn, wobei Koyo grundsätzlich für die gesamte Herbstlaubfärbung steht. Dieses Ko kennst du vielleicht vom Wort Kocha. Kocha, das ist der Schwarztee. Warum heißt der Schwarztee Rottee? Naja, wenn man genau hinsieht, wenn man die Blätter reintut in das heiße Wasser oder das heiße Wasser auf die Blätter rauf, sieht es am Anfang ein bisschen rötlich aus. Also eigentlich wortwörtlich übersetzt, das ist nicht der Schwarztee, sondern der Rottee. Und dieses Ko ist eben eins von den verschiedensten Kanji für die Farbe Rot. Das Kanji, das häufiger vorkommt, das sieht ein bisschen anders aus und es hat die japanische Lesung Akai. Zum Beispiel in Akachan, das Baby. Wenn es rauskommt, frisch geboren, ist es noch ganz rot. Akachan, das Chan ist eine Verniedlichung. Die andere Variante von Rot, die eben bei Kocha oder bei Momiji vorkommt, hat die japanische Lesung Beni. Zum Beispiel die Benibana. Bana ist von Hana, von Blume, und Benibana ist die Distel, die Färberdistel, die sehr gerne in Japan verwendet wird, um eben so eine orange-rötliche Farbe herzustellen. Das Beni ist auch drinnen in Kuchi-Beni. Kuchi ist der Mund, Beni wieder das Rot, also das Lippenrot. Die Lippen übrigens heißen Kuchibiru. Welche anderen Farben kommen im Herbst noch vor? Mal grün. Midori oder auch Midori-iro. Also Midori alleine ist eigentlich das Grün, so wenn es gerade eine Pflanze noch also noch eine junge Pflanze ist, das nennt sich auch das Grün, also das Midori. Aber wenn so irgendetwas grün ist, zum Beispiel ein Kleidungsstück oder so, sagt man eher Midori-iro. Blau ist jedoch Aoi und ist ein sogenanntes I-Adjektiv. Aoi. Wobei Blau auch teilweise für grüne Dinge steht. Ich erzähle das immer sehr gerne, zum Beispiel die Ampel in Japan, da sagen wir, die Ampel ist grün, die Japaner sagen jedoch, die Ampel ist blau. Aoi. Aoku narimasu, es wird blau, also die Ampel wird blau zum Beispiel. Shingo ga aoku naru. Bisschen verwirrend, ne? Oder eben auch Dinge, die unreif sind, die sind bei uns grün, in Japan sind sie blau. Zum Beispiel Aoringo, ein grüner Apfel. Gelb wiederum ist Kiro. Auch wie dieses Iro hinten dran, wie bei Midori-iro. Iro bedeutet allein schon Farbe. Gelbfarben, Grünfarben. Hier brauche ich das Iro, weil es eben kein I-Adjektiv ist. Braun ist Cha-iro. Vielleicht kennst du auch das Wort Cha. Das ist eigentlich der Tee, der grüne Tee. Aber wenn man diese grünen Teeblätter ein bisschen länger stehen lässt und das länger ziehen lässt, den Tee, dann verfärbt sich das Ganze bräunlich. Deshalb Chairo. Ja, was ist noch sehr interessant im japanischen Herbst? Also die ganzen Dinge, die geerntet werden und also es gibt sehr viele Süßigkeiten, die einerseits aus Kuri gemacht sind, also aus Maroni, oder aus Satsumaimo, die Süßkartoffel. Da gibt es die verschiedensten, also zum Beispiel so Manju, das sind so kleine, sieht ein bisschen aus wie ein Mochi, ist aber nicht aus Reisteig gemacht, sondern aus Weizenteig gemacht und wird gedämpft. Ja, ansonsten Kabocha natürlich auch, also Kürbis. Wir kennen ja den Hokkaido-Kürbis, was heißt nicht Hokkaido-Kürbis, sondern Hokkaido-Kürbis. Ist auch eine Variante, die man hier in Japan verwendet, aber die japanische Variante ist außen nicht so orange-rötlich, sondern grün. Und die wird dann gedünstet mit Dashi, also mit dieser japanischen Brühe aus Seetang und Fischsud. Was haben wir denn noch Schönes? Ja, was man auch sehr gerne macht hier in Japan, ist die verschiedensten Tempel und Schreine beleuchten und das nennt sich dann Raito-Up.
im Herbst. Also nicht nur im Winter, sondern auch im Herbst. Und das macht man auch sehr gerne in Kyoto. Und Kyoto ist, wer vielleicht bald schon wissen, ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte in Japan. Und in Kyoto werden sehr, sehr viele Schreine und Tempel beleuchtet in der Nacht. Und das ist dann sehr, sehr schön anzusehen in der Kombination mit den Momiji. Und da gibt es dann die sogenannten Momiji Meisho oder Koyo Meisho. Das Me steht für berühmt, so wie bei Yume, also eigentlich das Me steht für Name und Sho für Ort. Meisho, also berühmter Ort. Momiji Meisho, berühmte Orte für Momiji oder eben für Koyo, für die Herbstlaubfärbung. Ich empfehle dabei den E-Kando. Also am besten dann nachschauen, aber ich kann mal kurz zeigen. Also wer sich die Videovariante ansieht, sieht er gleich. Ansonsten am besten googeln den E-Kando, also E-I-K-N-Do-U. Oder den Kyomizu-dera. Das ist auch einer von meinen Lieblings-Tempeln. Obwohl es eigentlich teilweise einen Schrein in der Nähe gibt auch. So. Also ich habe mir das hier gekauft. Das ist Aki no Kyoto von 2021. Ich hoffe, ich komme rüber. Es ist eigentlich nicht so weit weg. So, wo haben wir denn das hier Schönes? Da ist eigentlich extra dann drinnen die schönsten Orte, die man sich anschauen kann mit den Momiji. Also dieses Magazin ist schon ganz rot eingefärbt mit diesen ganzen Blättern. Und die empfehlen uns eben die schönsten Orte. Und hier ist auch schon der Kiyomizu-dera. Das ist der Kiyomizu-dera hat eigentlich mehrere Teile. Ganz bekannt ist eben noch dieser 5-stockige Pagode. Und auch, jetzt mal schauen, ob man das irgendwo sieht. Also diese große Plattform, so wie so eine riesige Veranda oder Balkon eigentlich, der da sehr bekannt ist. Hier ist jetzt gerade was drin. Nein, dann nicht. Nein, ich sehe es jetzt gerade nicht. Ansonsten kann ich auch noch empfehlen den Tenryuji. Der hat einen ganz besonderen Garten dabei. Man sieht das hier vielleicht ein bisschen. Also wunderschön auch das Ganze. Ja, man kann auch diverse japanische Gärten besuchen. Das einfach TN eingeben. Schauen wir mal, habe ich da irgendwas? Zum Beispiel Hakuryuen. Hakuryuen. Haku bedeutet weiß, Ryu ist der Drache und N für Garten. Hakuryuen. Schauen, da ist der Hakuryuen zum Beispiel. Es ist ja so, dass man bei den meisten Tempeln zahlen muss, also Eintrittsgeld zahlen muss und bei den Gärten natürlich auch. Bei den Schreinen meistens nicht. Aber ich sehe jetzt gerade, dass da meistens eigentlich da hier Tempel vorgeschlagen werden. Ja, was habe ich dann noch hier? Was Gärten betrifft, wäre vielleicht noch eine gute Idee der Kyoto Shokubutsu-en, also der botanische Garten von Kyoto. Und auch der Kinkakuji, also der goldene Tempel. Auch sehr, sehr schön mit der Herbstlaubfärbung. Was die Herbstlaubfärbung selbst betrifft, die ist ungefähr Mitte Oktober bis Mitte November, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, obwohl es teilweise noch Mitte November, also wenn man Mitte November nach Kyoto kommt, dann ist man auf jeden Fall gut beraten, weil es teilweise noch Dinge gibt, also je nach Ort in Kyoto ist es so, dass das Mitte Oktober beginnt, dann teilweise Mitte November aufhört, aber es gibt dann Orte, wo es eigentlich das am schönsten ist, so Mitte November bis Anfang Dezember, sogar Mitte Dezember noch rein. Also Mitte November ist eigentlich der beste Ort, um Kyoto für die Herbstlaubfärbung anzusehen. Ja, und ich habe ein paar nette Pakete vorbereitet für die Herbstzeit und auch für das Mondscheinfest, das zwar jetzt schon leider vorbei ist, aber hier sind 3 Geschichten dabei, also 3 japanische Geschichten zum Mondscheinfest, die in alter japanischer Zeit spielen. Und jede Geschichte ist ungefähr Lernzeit von 2 Stunden. Es ist ein Video dabei, da sind Audiodateien dabei, langsam vorgelesen, schnell vorgelesen.
im Video wird ganz genau erklärt, welches Wort was bedeutet, was der Satz bedeutet, also und wie die Grammatik in jedem Satz funktioniert. Grundsätzlich, du solltest zumindest Hiragana und Katakana lesen können und die Grundgrammatik der japanischen Sprache beherrschen. Wenn du es noch nicht so ganz gut kannst, ist es grundsätzlich auch kein Problem, weil ich eigentlich alles ganz genau erkläre. Aber ungefähr so, also es ist so A1-Niveau in dieser Richtung ungefähr. Also dafür dieses Niveau, also wenn du ungefähr da bist, dann ist das Paket für dich ganz gut zu empfehlen. Und ich sage, das sind 3 Geschichten, das heißt 2 mal 3 Stunden, das sind 6 Stunden circa Lernzeit. Das sind auch die PDFs dabei, das kannst du auch ausdrücken und mithören, das Ganze als MP3 runterladen und zum Beispiel unterwegs anhören. Und es sind auch Rezepte drinnen, also japanische Rezepte zum Mondscheinfest, zum Tsukimi-Fest, und du erfährst auch alle Details, die ich normalerweise nur in meinen Workshops erkläre, also alles noch, also die Sachen noch offline waren, die Workshops, nachdem ich ja jetzt nach Japan gezogen bin und sozusagen das Ganze alles auf online umgestellt worden ist, gibt es in dem Fall jetzt diese ganze Sache als Video-Lernpaket mit den Rezepten und den ganzen Hintergrundinfos für dich aufbereitet, um, auch wenn du jetzt gerade vielleicht nicht nach Japan kannst, dir ein Stück Japan in dein Zuhause holen und ja, ein bisschen japanisches Flair erleben, indem du Japanisch lernst und Japanisch kochst. Jetzt aber zu einer Geschichte, ich lese sie vor, damit du ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, was das Niveau ist. Ich lese die Geschichte vor, aber ich erkläre nichts. Ich will ja, dass du auch was kaufst von mir. Aber damit du ungefähr weißt, wie das Ganze ist, kannst du meiner Stimme lauschen und schauen, was du denn schon raushören kannst. Also, hier ist die Geschichte. Tsukimi no Eda. 昔、ある山の奥にとても貧しい村がありました。その村には大きな松の木が一本ありました。ある日、ゴザクという村人が隣の村でお酒を飲んで家に帰りました。すると、松の枝からまん丸な満月が出てきました。これは美しい。ゴザクは言いました。他の村人たちも松の木の下に集まってみんなで美しい月を褒めました。次の日も美しい満月が出ました。松の木の下にはたくさんの村人たちが集まり、みんなで楽しくお酒を飲みました。真夜中になりました。村人たちは家に帰りましたが、ゴザクはまだ満月を眺めています。急に雨が降り出しました。雨はザーザー降りますが、満月はきれいに輝きます。ゴザクは不思議に思いましたが、家に帰りました。次の日も、その次の日も、美しい月は出ませんでした。ゴザクは何日も満月を待ちました。ある夜、久しぶりに美しい満月が輝きました。綺麗だなぁ。ゴザクは満月に認めます。すると、雲の切れ間からもう一つの満月が出てきます。はや？ゴザクはびっくりしました。その時、満月が松の枝に隠れました。これは狐かタヌキの仕業だな。ゴザクは思いました。そして、ゴザクは満月をからかいました。満月の方は綺麗だったぞ。もっと高いところにあったぞ。どっそん。松の木からタヌキが落ちてきました。タヌキが満月に化けていたのです。タヌキは頭をぶつけたので、ゴザクが手当てをしました。これからも美しい満月を出してくれないか？ゴザクはタヌキに言いました。タヌキは大喜びです。そして、
毎晩満月を出しました。それから人々はこの松の木を月見の枝と呼びました。おしまい。